Göttlich. Ja, ich war schon lange nicht mehr fahren, wie man sieht. Was war denn das jetzt eben? Keine Ahnung. Einfach auf dem Arsch gelandet. Das ist traurig. Sehr traurig. Heute erste Mission, und zwar am oberen Teil vom Home Trail. Um den Part geht es heute, habt ihr vielleicht schon gesehen in den No Dig No Ride Videos. Ja, wir möchten heute auch mal ein bisschen Home Trail Test fahren, beziehungsweise ich will ein bisschen Test fahren und du willst ein paar Bilder machen. Ja, stimmt. Genau, das heißt, heute geht es wirklich Home Trail Test fahren und so ein bisschen, was wollen wir machen? Tutorial-mäßig. Also Kameraeinstellung halt. Ja, ein paar Kameraeinstellungen. Kein großes Tutorial, aber halt so ein bisschen, was du so zum Knipsen benutzt, was für die Kamera du benutzt, was für ein Objektiv du benutzt. Ja. Und so die Einstellungen, damit die Bilder einigermaßen scharf werden. Ne? Richtig. Genau. Ja. 2 Stunden ungefähr haben wir Zeit, bis es dunkel wird. Deswegen würde ich sagen, ein bisschen filmen, ein bisschen knipsen und mal schauen, was heute dabei rumkommt. Ja. Fahren wir mal und knipsen mal. Alter! Göttlich. Hab ich gefilmt? Echt? Nein. Nein! Traurig. Hier ist, glaube ich, drauf auf der Cam. Oh nee! So Freunde, wir haben jetzt ein paar Ründchen gedreht, also 3, 4, 5, 6 Runden irgendwie runtergefahren, ein paar Bilder gemacht, ganz entspannt, relativ schnell warm geworden, am Ende läuft es deutlich besser am Anfang habe ich da irgendwie ganz komische Aktion von mir. Genau, und jetzt wollen wir uns mal über deine Kameraeinstellungen zusammensetzen oder reden. Alter, ist es schwer! Ja, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was es da für Einstellungen gibt. Oder was hast du heute so für Einstellungen vorgenommen? Was war so die Ja, Vorangehensweise heute? Also was hast du für ein Objektiv vielleicht erstmal drauf? Vielleicht wollen wir erstmal mit dem Objektiv anfangen. Vielleicht mit der Kamera anfangen. Mit der Kamera, oder? Ja. Kamera, aber Objektiv, okay. Also ich habe eine Nikon D7200, habe da verschiedene Objektive für. Unter anderem, was ich auch von euch bekommen habe zu Geburtstag, als ich 18 wurde, da habe ich nochmal herzlichen Dank auch an die anderen. Habt ihr mir das 50er Objektiv, also 50 mm Nikon mit 1,8er Blende. Das ist vor allem gut, wenn wir jetzt zum Beispiel, wie ihr vielleicht seht, es ist relativ bewölkt heute, vor allem nur ein bisschen blauer Himmel. Auf jeden Fall mit 1,8er Blende kann man da sehr gut fotografieren, wenn es etwas dunkler ist. Da braucht man nicht so einen hohen ISO. Das ist ein sehr geiles Objektiv. Kann ich auch sehr empfehlen. Wir haben auch das für Canon Objektiv, also für die Canon Kamera, habe ich und der Eike das auch das 50er mit der 1,8er Blende nur für Canon. Das ist genau dasselbe Objektiv, nur für eine andere Kamera. Können wir sehr empfehlen, gerade heute. Ist sehr geil. Wenn es so schlecht ist, gerade im Winter, so schlecht ist besser. Der ganze Winter ist verdammt dunkel. Ich habe es jetzt wieder eben gesehen. Ich muss schon mit der Kamera hier, muss ich auch eben schon wieder auf ISO 800 oder 1000 hoch. Und es wird wahrscheinlich wieder rauschen gleich. Ja. Bei dir wahrscheinlich auch. Für Instagram ist es okay, aber für YouTube und größer auflösende Videos oder Bilder ist es echt schwierig. Und da ist von einer 1,8er Blende natürlich richtig geil. Ist richtig geil. Da kannst du nämlich dann schön viel Licht reinholen. Genau. Weil umso offener die Blende, umso mehr Licht kommt auch rein in die Kamera oder auf den Sensor. Ja, Kamera, hast du schon erzählt, was eine Kamera ist? Also Nikon D7200 finde ich, für mich persönlich, habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Ja. Ist sehr geil zum Bilder machen, aber da gibt es wieder Canon, Nikon ist immer so eine Stresssituation zum Streiten, aber ist eigentlich relativ unnötig. Ich finde, dass beide Kameras gut sind, aber ich habe mich halt auf Nikon eingeschossen damals, auch mir eine etwas kleinere geholt und jetzt halt die. Sehr handlich. Wie man sieht, kann man auch gut festhalten. Letztendlich ist ja nur das Menü anders. Also ja, das gibt es nicht viel. Gibt es echt nicht viel. Ja, genau.
Und fotografieren tue ich gerade mit 1,8er Blende, ISO 200 und 320 Shutter. Belichtungszeit. Genau. Okay, und das reicht noch von der Schärfe für 320? Ja, reicht vollkommen. Okay, also cool. kann man testen. Also ich blende euch mal die Einstellungen ein. 1,8er Blende, 200 ISO? 200er ISO und 320er Shutter. Okay. Genau, also das könnt ihr euch auch immer merken. Haltet den ISO, bin ich noch scharf, haltet den ISO so gering wie möglich. Ja. Weil dann habt ihr auch weniger Rauschen im Bild. Das ist so eine Grundregel. Aber trotzdem müsst ihr auch aufpassen, gerade bei Sportfotografie, dass ihr einen relativ hohen Shutter hat, also die Belichtungszeit relativ hoch ist. Also ich glaube unter 1/300 geht da fast gar nichts im Downhill-Bereich. Da müsst ihr wirklich eigentlich am besten, wenn Sonne scheint, ihr auf ISO 100 geht oder sowas und dann bei Shutter 800 oder sogar 1000 seid für eine richtig knackige Schärfe. Genau, wir machen jetzt mal weitere Bilder, vielleicht gehen wir mal den Spot wechseln. Und falls ihr noch andere Fotografietipps habt, gerne in die Kommentare damit. Und ja, ich blende mal ein paar Bilder vom Pad ein, die wir heute gemacht haben. Genau, gehen wir weiter zum nächsten Spot. Holy shit, that's nice, man!